Ihr kennt euch? Na, so würde ich das nicht nennen. Na, wie sagt man so schön? Alles in Sack und Tüten? Ich fürchte ja. Na, dann gratuliere ich doch. Nein, dafür ist es noch zu früh. Leonhard hat Frau Mann als neue Schlossverwalterin vorgeschlagen. Schau dir doch mal die Unterlagen an. Stella hat in sämtlichen großen Häusern rund um die ganze Welt gearbeitet. Das Schloss hier wäre ein Klacks für sie. Sie nicht einzustellen, würde ich als fahrlässig bezeichnen. Na, das überlass mal hübsch mir. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns nachher in der Bibliothek und stoßen auf deinen neuen Job an. Ja, mal sehen. Die Referenzen von Frau Mann sind wirklich sehr beeindruckend. Ich fürchte, ich bin da nicht ganz so euphorisch. Willst du sie dir nicht wenigstens mal ansehen? Ich verlasse mich da ganz auf meinen persönlichen Eindruck. Weißt du, bei unserer Stelle auf Königsbrunn, da geht's doch nicht nur um Erfahrung. Da geht's auch um menschliche Reife. Und das kannst du nach der ersten Begegnung gleich beurteilen. Ja. Also tut mir leid, da komme ich jetzt nicht mit. Ich schon. Und ich denke, in diesem Fall kann man wirklich nichts machen. Ich lass mir gleich einen Kaffee bringen. Willst du auch einen? Danke. Und wie sieht's aus? Haben wir eine neue Schlossverwalterin? Noch nicht. Frau Mann ist wieder gegangen. Wollte sie den Job nicht? Oh, doch. Es war eher Carla, die nicht wollte. Sie hält Frau Mann für ungeeignet. Was? Wieso das denn? Hast du mal ihre Referenzen gesehen? Nein, und das brauche ich auch nicht. Carla, kannst du uns mal erklären, was hier los ist? Du kennst die junge Frau ja noch gar nicht. Leider doch. Als ich vom Joggen gekommen bin, ist sie mit einem Affenzahn an mir vorbei, hat eine Pfütze übersehen und mich von oben bis unten mit Dreck vollgespritzt. Entschuldigung. Sie wird dich nicht bemerkt haben, Carla. Das ist alles. Nein, das ist noch nicht alles. Ich bin natürlich hinterher und wollte sie zur Rede stellen. Ja, und? Sie hat mich einfach stehen lassen und so getan, als wäre überhaupt nichts passiert. Carla, sie wusste wahrscheinlich nicht, wer du bist. Auch bei einer unbekannten Joggerin kann man sich entschuldigen, wenn man sie von oben bis unten vollsaut. Willst du nicht doch noch mal mit ihr reden? Also, auf uns hat sie wirklich einen ganz passablen Eindruck gemacht. Ja. Kein Bedarf. Carla, Moment. Was ist denn jetzt mit der Stelle? Wir suchen weiter, was sonst? Was? Carla, warte, Moment. Carla. Bitte warte doch mal. Carla. Tja, Schlossverwalterin, das hätte gut zu dir gepasst. Warum mache ich mir immer alles kaputt? Warum denn alles? Erst lege ich mich mit dem Verwaltungschef an vom Krankenhaus und dann spritze ich ausgerechnet die Gräfin von Lahnstein mit Schlamm voll. Tja, nicht dein Tag, würde ich sagen. Für die bin ich doch unten durch. Und das Blöde ist, ich fand diese Gräfin eigentlich ganz sympathisch. Interessanterweise ist sie das auch. Und ich bin mir sicher, sie wird dir eine zweite Chance geben. Da rechne ich mal lieber nicht mit. Stellerlein, sobald sie dich mal richtig kennenlernt, wird sie dich auch mögen. Bitte schau dir das einmal an. Was ist das? Die Bewerbungsunterlagen von Frau Mann. Ich weiß, dein erster Eindruck war nicht gerade der beste, aber ich bin der Meinung, du solltest dir die Mappe mal anschauen. Meine Meinung zu dem Thema kennst du. Gibt's sonst noch was? Findest du das professionell, eine Bewerberin abzulehnen, ihre Zeugnisse nicht einmal anzusehen, nur weil sie durch eine Pfütze gefahren ist? Das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass diese Frau es nicht für nötig gehalten hat, sich hinterher zu entschuldigen. Aber das hat sie doch getan. Ja, nachdem ihr bewusst wurde, dass ihr ein lukrativer Job durch die Lappen geht. Tu es mir zuliebe, bitte. Ein 5-Sterne-Hotel in Dubai, ein Luxushotel in Davos. Ja, überall, wo sie war, hat sie glänzende Beurteilungen bekommen. Ja, die Referenzen sind beeindruckend, aber was nützen die besten Zeugnisse, wenn man sich nicht zu benehmen weiß?
Carla, ich wäre nur halb so hartnäckig, wenn wir nicht auf Königsbrunn ein Verwalterproblem hätten. Das ging doch bisher auch irgendwie. Ja, natürlich. Westflügel muss renoviert werden, der Dachboden entrümpelt, die komplette Installation muss erneuert werden. Und hast du dir mal die Wände im Kaminzimmer angeguckt? Dafür haben wir unser Stammpersonal. Das reicht aber nicht aus. Da müssen Angebote eingeholt werden. Es muss mit den Firmen verhandelt werden. Die Arbeiten müssen betreut werden. Und das alles neben dem laufenden Tagesgeschäft. Carla, ich weiß nicht, was du erwartest, aber diese Frau bringt alle nötigen Qualifikationen mit. Bitte schau es dir wenigstens an. Also, ich finde ja, dass Stella die perfekte Verwalterin wäre. Und ich finde auch, dass sie wenigstens eine Chance verdient hätte. Und ich würde gern die Verträge fertig machen. Schon klar. Frau Mann. Was wollen Sie denn hier? Meine Unterlagen abholen. Bitte. Nehmen Sie Platz. Darf ich mal? Stimmt was nicht? Ich finde, wir sollten es auf einen Versuch ankommen lassen. Was? Falls Sie es sich nicht schon anders überlegt haben. Ich verstehe nicht recht. Was wollen Sie mit mir versuchen? Ich möchte Ihnen die Schlossverwalterstelle anbieten. Das Gehalt orientiert sich an Ihrem Vorgänger und die Probezeit beläuft sich auf 3 Monate. Ja, wenn Sie einverstanden sind, dann kann ich die Verträge bis morgen fertig machen. Ob ich einverstanden damit bin? Und ob? Frau Mann, Ihre Referenzen sind beeindruckend. Aber ich werde sie in der Probezeit im Auge behalten. Kein Problem. Du siehst aus, als könntest du einen Kaffee vertragen. Gute Idee. Ich bin gerade fertig geworden. Was treibst du da eigentlich die ganze Zeit? Mein erster Großeinsatz für die Lahnsteins. Nächste Woche kommt Prinzessin Luise nach Königsbrunn. Wer? Prinzessin Luise von Weidensteig. Sie ist sowas wie das Sahnehäubchen des deutschen Adels. Tut mir leid, da stecke ich nicht wirklich drin. Aber einen Fernseher hast du doch. Die Frau ist der absolute Medienstar. Ich meine, ständig auf allen Titelblättern. Und dafür will ich Carla von Lahnstein mein Konzept präsentieren. Empfang, Unterbringung, Pressebetreuung, Sicherheitsvorkehrungen etc. So viel Aufwand? Ist doch nur eine Adelstante und nicht der amerikanische Präsident. Ui, ich muss los. Ja. Ich werde vorher noch dem Schlosspersonal vorgestellt. Super. Und wegen Carla, mach dir da mal keine Sorgen. Die kommt am Anfang so ein bisschen steif rüber, aber eigentlich ist die ganz in Ordnung. Und wenn die erst mal sieht, was du für eine Perle bist, dann wird alles gut. Bisher hatte ich eher den Eindruck, sie sammelt Gründe, um mich wieder loszuwerden. Also, dann bis später. Ja, viel Glück. Sag mal, könntest du gleich die Einführung von Stella Mann übernehmen? Das könnte ich ja natürlich, gar keine Frage. Aber warum willst du dich davor drücken? Ist doch schließlich dein Aufgabenbereich. Ja, schon gut. Ach, Carla, freu dich doch, dass wir endlich in ihr eine neue, kompetente Verwalterin gefunden haben. Du hast immer noch Probleme mit Stella? Nein. Aber sie hält dir doch eine ganze Menge Stress vom Leib. Und wenn du ganz ehrlich bist, ein bisschen mehr Freizeit würde dir auch ganz gut tun. Was soll das denn heißen? Ich arbeite gern. Einen Ausgleich braucht jeder. Und um mal ein bisschen gelassener zu werden. Sarah, ich bin gelassen. Und was diese Stella angeht, ja, es gibt Leute, die finde ich sympathischer, aber solange sie ihren Job gut macht, werde ich natürlich auch mit ihr klarkommen. Ihre neue Vorgesetzte bringt nicht nur Erfahrung aus renommierten Hotels mit. Sie hat auch eine ganz besondere Eigenschaft, von der ich mich schon selbst überzeugen durfte. Ich meine ihre Gelassenheit. Selbst in Momenten, wenn normale Menschen am liebsten vor Scham im Boden versinken würden, scheint sie geradezu teilnahmslos, als ob es sie nichts anginge.
Ich bin wirklich gespannt, wie viel Nutzen solch eine Gelassenheit für den Ablauf hier haben wird. Vorausgesetzt, sie wird zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort angewandt. Aber da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Herzlich willkommen auf Schloss Königsbrunn. Bitte. Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen, Gräfin. Wie mir Ihr Vorgesetzter, Herr Justus Stiel, schon erzählt hat, sind Sie ein wunderbares Team. Und ich werde mich bemühen, Sie mit meinen Ideen und mit meinem Engagement zu unterstützen. Und ich bin mir sicher, gemeinsam meistern wir alle Herausforderungen. Sowohl die kleinen des Alltags, als auch die bevorstehenden großen und außergewöhnlichen Ereignisse. Ich freue mich auf die Arbeit mit Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wann zeigen Sie mir die Vorschläge für die Ankunft der Prinzessin? Wann immer Sie wollen. Auch sofort? Gerne. Also, zu dumm. Der Stick. Ich verstehe das nicht. Also wahrscheinlich habe ich ihn liegen lassen. Hey, komm ruhig rein. Bitte lass Sie nicht stören. Mir tun sowieso schon die Finger weh. Was machst du eigentlich noch hier? Überstunden an deinem allerersten Arbeitstag? Es geht um das Konzept für den Empfang der Prinzessin. Ich musste noch mal herkommen, weil ich den Stick hab liegen lassen. Und wie war dein erster Tag sonst? Naja, wie man es nimmt. Jedenfalls habe ich schon ganz viele Ideen, wie man hier die Organisation und Abläufe verbessern kann. Ich höre schon. Da spricht der Profi. Als erstes würde ich die Organisation der Schlossverwaltung auf Computer umstellen. Ich meine, Personalplanung, aber auch die Logistik heutzutage per Hand zu machen, ist vorsinnflutlich. Schluss mit dem finsteren Mittelalter. Kriegen Sie das ohne Computer nicht in den Griff? Die Abläufe hier auf dem Schloss funktionieren seit Jahrhunderten reibungslos. Es hat sie niemand eingestellt, damit Sie das Rad neu erfinden. Sicher. Wie Sie wünschen. Ich Kommen Sie dachte nur... bitte mit in die Bibliothek. Ich bin auf Ihre Vorschläge gespannt. Ich halte es für sinnvoll, wenn Ankunft und Begrüßung der Prinzessin in Anwesenheit der Presse stattfindet. Erfahrungsgemäß sind dann erstmal die Fotografen ruhig gestellt. Vernünftig. Damit wäre dann auch das anschließende Essen im Kreise der Familie viel entspannter. Bevor es dann zur offiziellen Pressekonferenz geht. Ja, das hat alles Hand und Fuß. Ich denke drüber nach. Vielen Dank. Einen Punkt würde ich gerne noch mit Ihnen klären wollen. Es betrifft meinen Arbeitsvertrag. Ich würde gerne die Zusatzklausel streichen wollen und auf mein Wohnrecht hier auf dem Schlossgelände verzichten. Wie meinen Sie das? Eine Wohnung in Düsseldorf wäre mir lieber. Das geht aber nicht. Als Verwalterin müssen Sie jederzeit verfügbar sein. Aber das wäre ich doch. Übers Handy. Um es mal ganz deutlich zu sagen, Ihr Job verlangt 100%iges Engagement. Natürlich. Und Sie aber- sollten sich schnell darüber im Klaren sein, ob Sie das leisten können. Denn natürlich beinhaltet das auch, dass Sie Ihr Privatleben den beruflichen Aufgaben unterordnen. Und wenn das nicht geht, dann sehe ich für Sie auf dem Schloss keine Zukunft. Ob noch ein Kaffee für mich drin ist? Klar. Die Kleine kann ja sprechen. Ja, wieso hast du während der gesamten Fahrt nicht ein Wort gesagt? Ja, tut mir leid, okay, ich war etwas geschafft. Geschafft. Wovon denn? Von deinem ersten Arbeitstag hier? Ach so, das ist die neue Chefin. Egal, was ich mache, die wirkt mir immer einen rein. Ich glaube, zwischen euch beiden läuft was Grundlegendes falsch. Also sie kommt übrigens morgen zu meiner Party. Vielleicht wird dann das Eis zwischen euch brechen. Meine Chefin hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass ich mir bei dem Job hier mein Privatleben abschminken kann.
Hey, wir sind doch in Deutschland im 21. Jahrhundert. Die Sklaverei ist abgeschafft. Ich habe ein Privatleben. Was kann ich denn dafür, dass diese Gräfin keins hat? Ey, das ist doch wahr. Nur weil sie als Chefin und als alleinerziehende Mutter keine Freizeit hat, meinst du, dann gönnt sie ihren Untergebenen das auch nicht? Sag mal, hörst du mir zu?